Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Asus ZenBook Pro Flip 15 und ich zeige euch auch, wo ihr die genaue Modellbezeichnung finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellbezeichnung finden wir hier auf der Rückseite. Und hier ist es jetzt so, dass in dem Fall die genaue Modellbezeichnung am Ende noch ein A hat. Was jetzt hier allerdings nicht draufsteht. Also das heißt, wenn man das ganz genau wissen will, muss man irgendwie noch auf die Rechnung schauen, da wo man das Gerät her hat. Anders geht das sonst leider nicht. Also bis zu dem Z ist das nur ein Anhaltspunkt. Aber ja, wenn ihr die Modellbezeichnung rausgefunden habt, könnt ihr mit der dann eigentlich super einfach alle Ersatzteile speziell für das Gerät bei uns im Shop finden. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier ziemlich einfach ist. Das ist auch genau der Grund, warum das da ist. Und zwar ist das Display hier eine komplette Einheit mit allem drum und dran. Und ja, muss also wirklich, da muss nichts ein- und ausgebaut werden. Man kann die komplette Einheit tauschen. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad könnte man allerdings auch einzeln tauschen. Und ja, also was ich mit nicht ausbauen meine, ist, dass man hier keine Teile noch am Display selber austauschen muss, sondern dass man die komplette Einheit, wenn das Gerät einmal auf ist, dann hier in die Kabel lösen, Scharnier lösen und dann kann man die neue Einheit quasi da dran schrauben und wieder verbinden. Was relativ einfach ist im Vergleich zu anderen Methoden. Wenn man das Gerät jetzt öffnen will, muss man zuallererst alle Schrauben rausnehmen. Und da ist es so, dass hier auch unter den Gummischienen tatsächlich Schrauben sind, und zwar nur unter den oberen. Das heißt, die muss man erst irgendwie wegmachen, entweder mit den Fingern oder falls das nicht so gut geht, kann man sich da auch irgendwie eine Hilfe nehmen. Man muss die eben auf beiden Seiten zuerst weghebeln, weil da jeweils Schrauben drunter sind. Und hier ist es auch so, die Schraubenlängen sind alle unterschiedlich und in dem Fall sind die beiden anders. Das sind übrigens auch Kreuzschrauben, während der Rest Torx-Schrauben sind. Aber allein um sich zu merken, welche Schrauben. Die zwei hier vorne sind anders, also die getrennt aufbewahren. Dann diese 4 an der Seite hier sind anders, auch die getrennt aufbewahren. Und dann die 4 auf der Rückseite sind auch anders, die getrennt aufbewahren. Ja, und eben die 2 hier unter den Gummischienen auch, die auch getrennt bewahren. Und genau, ich benutze für alle Arbeiten hier ein Universalwerkzeugset, super praktisch. Da ist alles dabei, was man braucht. Ob das Öffner sind, Pinzetten, ein Schraubendreherset mit allen erdenklichen Aufsätzen, die ich mir jetzt hier schon zurechtgelegt habe. Und ja, wie gesagt, also für alle äußeren Schrauben, das sind Torx-Schrauben, nimmt man da am besten ein T5 als Aufsatz. Und für die beiden Schrauben unter den Gummischienen nimmt man ein PH0. Und den kann man dann auch für alle Arbeiten im Gerät benutzen. Also am simpelsten wäre erst alle Torx-Schrauben rauszumachen und dann die beiden mit dem PH0 zum Schluss. Wenn man alle Schrauben dann draußen hat, und das ist hier so die Unterseite, wenn man die lösen will, die wird auch viel wirklich über die Schrauben gehalten. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele Einraststellen. Ich zeige euch hier aber mal die Verbindungslinie, und zwar läuft die hier lang. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich hoffe es. Und dann hier drum und so eben dann einmal um das Gerät. Und zum Öffnen benutze ich hier einen der Öffner aus dem Werkzeugset.
Und dann versuche ich quasi auf der Rückseite anzufangen und ja, probiert dann eben hier zwischen Unterseite und Gerät eine Öffnung zu schaffen, da ein bisschen drunter zu kommen und das dann nach oben zu hebeln. Je nachdem, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht, geht das mal schwerer und mal leichter. Auf jeden Fall nicht mit Gewalt. Man versucht da wirklich einfach mit Geduld. Wenn es irgendwo mal nicht so gut geht, dann probiert man es halt an einer anderen Stelle und probiert da eben reinzukommen und das dann eben aufzuhebeln. Und dann geht man einmal um das Gerät. Und wie gesagt, so viele Einraststellen gibt es hier aber auch nicht. Das heißt, man kann irgendwann ein bisschen rütteln und wackeln, das dann schon abnehmen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir als allererstes den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und wir sehen hier den Stecker und da ist es so, der wird quasi hier von so einem kleinen Bügel noch abgesichert. Den schiebt man zuerst nach hinten, der gibt dann quasi den Stecker frei und den kann man dann einfach nach oben hier abhebeln. Und ja, ist so dann eben auf der sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen zum einen, dass hier der RAM aufgelötet ist. Das heißt, den kann man nicht erweitern oder tauschen. Wir sehen hier die SSD. Dann sehen wir hier die Lüfter und den Heatsink. Und ja, wenn ich es richtig sehe, gibt es bei dem Modell keine CMOS-Batterie. Man kann jetzt hier aber zum Beispiel noch dieses Board tauschen. Und ich meine auch dieses Board, das sehen wir aber gleich vom Anknopf unter dem, wenn wir den Akku ausgebaut haben. Genau, und dann sehen wir hier noch das WLAN-Modul. Das ist in dem Fall auch aufgelötet und die beiden Antennen. Den Akku auszubauen ist eigentlich ziemlich einfach. Der wird von diesen 3 Schrauben hier gehalten. Der ist hier unten dann eher so ein bisschen eingehakt. Und ja, also falls das die Originalschraube ist, ich vermute es mal, dann merkt man sich einfach, dass die einzige silberne Schraube hier in der Mitte sitzt. Und wenn man dann die restlichen Schrauben raus hat, kann man eben den Akku dann hier einfach aus dem Gerät nehmen. Wie gesagt, der ist da unten so ein bisschen eingehakt. Und ja, so gegebenenfalls dann auch tauschen. Und ja, genau, also das Board könnte man jetzt noch einzeln tauschen und auch sogar das Board hier drüben, das könnte man tatsächlich auch einzeln tauschen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Und da ist es so, das wird von 3 Schrauben gehalten. Und zwar von der und von der. Das hier oben hat keine Verbindung. Das heißt, man muss eigentlich nur dieses Kabel hier trennen. Und das müsste auch gehen. Das heißt, das ist hier unter einem Klebeband. Und da ist es eben so, das Kabel hier ist mit einem Kippschalter verbunden. Das ist das gleiche wie hier und wie hier. Das heißt, nicht einfach dran ziehen. Man muss den zuerst aufklappen. Und dann wird das Kabel freigegeben. Und das kann man dann hier einfach rausziehen. Das Kabel selber ist hier auch noch aufgeklebt. Und dann kann man das Touchpad quasi nach unten so leicht durchdrücken und da entgegennehmen. Und beim Wiederverbinden hier einfach nur nicht vergessen, das Kabel tatsächlich auch wieder zu verbinden und auch schauen, dass das wirklich richtig drin sitzt, bis zu dieser schwarzen Linie. Dann wird das zugeklappt und ja, also doch eigentlich auch nicht weiter schwierig. Die SSD zu tauschen ist wie bei eigentlich allen Geräten super einfach. Die wird nur von einer Schraube hier hinten gehalten. Und dann kann man die einfach hier aus dem Slot rausziehen und so auch total einfach austauschen. Beim Wiedereinbau ist es so, die geht nur in eine Richtung rein. Also so würde die gar nicht passen. Da einfach nur schauen, dass die wieder bis ganz im Slot sitzt. Und dann muss man die nur nach unten drücken und wieder verschrauben. Bei den Lüftern ist es so, die kann man auch einzeln tauschen.
Und da ist es so, bei dem rechten Lüfter hier ist diese Schraube, also der wird von 3 Schrauben gehalten. Diese Schraube hier sitzt aber unter dem Akku. Das heißt, wenn man jetzt den tauschen will, ist es egal. Aber wenn man den Lüfter tauschen will, muss man auf jeden Fall vorher den Akku ausbauen. Und dann sehen wir auch hier einmal das Lüfterkabel und einmal das hier. Das kann man einfach nach da rausziehen. Zeige ich jetzt aber auch mal. Und genau, das Prinzip ist aber ansonsten das gleiche. Also hier sind 3 Schrauben, die raus müssen. Das sind in dem Fall die hier. Und der Lüfter ist auch hier unter dem Heatsink eingehakt. Zeige ich euch gleich. Das heißt, ja, da muss man hier eben jetzt den Heatsink so leicht nach oben hebeln, nicht zu viel. Gerade so, dass man das hier rausmachen kann. Und ja, dann kann man so den Lüfter eigentlich doch relativ problemlos tauschen. Beim neuen Lüfter, falls man da mal nicht weiß, wie das Kabel reinkommt, da kann man hier auf einer Seite des Steckers Kontakte sehen. Und in dem Fall zeigen die beim Wiederverbinden nach unten. Und ich würde auch tatsächlich immer zuerst den Lüfter wiederverbinden. Allein schon, dass man es nicht vergisst. Dann muss man echt alles nochmal aufmachen. Das will man eigentlich nicht. Ja, und dann kommt der neue Lüfter eigentlich auch einfach hier wieder unter den Heatsink. Und dann ja, kommt er hier, sitzt er auf seinen Gewinden und muss nur wieder verschraubt werden. Beim Akkueinbau, da muss man eigentlich nur den Akku hier so ein bisschen in die vorgesehenen Halterungen schieben. Das heißt, einfach auf der Seite anfangen und einfach auch schauen, dass der dann wirklich überall auch drunter sitzt. Und wenn der dann nach unten fällt, er hat auch hier nochmal kleine Positionierhilfen, ja, sitzt der automatisch, müssen nur noch die 3 Schrauben wieder rein. Und natürlich auch hier, ähnlich wie beim Lüfter, nicht vergessen, das Kabel wieder zu verbinden. Schauen, dass die Brücke oder dieser Bügel hier ganz nach oben geschoben ist. Und dann wird er hier wieder drauf gesteckt. Und Bügel runter, schwuppdiwupp. Und dann ja, bekommt das Gerät auch wieder Strom. Und man kann die Unterseite wieder verbinden. Ja, und die legt man jetzt einfach von oben auf das Gerät und drückt die nach unten fest. Da schauen, dass irgendwo auch die Lücken, dass alle Lücken zu sind. Das heißt, einmal so um das Gerät herumgehen. Und ja, dann hat man sich hoffentlich gemerkt, wo welche Schrauben hinkommen. Ansonsten muss man nochmal zurückspulen. Am Ende die Gummischienen drauf. Sollten die ein bisschen ausgeleiert sein und nicht mehr kleben, kann man da auch echt super einfach doppelseitiges Klebeband benutzen und das wieder drauf machen. Also auch das wäre jetzt kein Problem. Und ja, so schnell hat man das hier alles erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.